Die Rebellion der Wächter. Der Fall der Götter und die Auserwählten. Kapitel 1. Die Welt vor der Flut. Eine Ära der Götter und Riesen. Lange vor unserer Zeit, in einer Ära, die in keiner modernen Chronik verzeichnet ist, existierte eine Welt von unglaublicher Größe und Pracht. Die Menschen lebten nicht in primitiven Stämmen, sondern unter gewaltigen Himmelskuppeln in Städten aus Gold, Silber und Kristall. Sie waren weise, ihre Baukunst übertraf alles, was heute bekannt ist, und ihre Königreiche erstreckten sich über das ganze Land. Diese Städte waren nicht nur architektonische Wunder, sondern auch Zentren des Wissens und der Kultur. Bibliotheken, die das Wissen der Sterne und der Erde enthielten, Tempel, die den Himmel berührten, und Märkte, die mit exotischen Waren aus allen Ecken der Welt gefüllt waren. Doch sie waren nicht allein. Über ihnen herrschten Wesen, die sich Götter nannten. Doch in Wahrheit waren sie gefallene Engel, vom Himmel verstoßene Wächter, die sich als Herren der Erde aufspielten. Diese gefallenen Engel, einst strahlende Wesen des Lichts, hatten ihre himmlische Heimat verlassen und suchten nun die Erde heim. Sie brachten den Menschen Wissen und Technologie, aber auch Leid und Zerstörung. Es gab Reiche, von denen heute nur Legenden erzählen. Atlantis, eine Stadt aus schimmerndem Orichalkum, beherrscht von einem mächtigen Engel, der den Menschen Wissen brachte, aber auch Krieg. Atlantis war ein Zentrum der Macht und des Wissens, wo die Menschen in Harmonie mit der Natur lebten, bis die Gier und der Hochmut der Herrscher die Stadt ins Verderben stürzten. Lemuria, eine verlorene Zivilisation, geführt von Weisen, die mit den Sternen sprachen. Lemuria war ein Land der Mystik und der spirituellen Erleuchtung, wo die Weisen die Geheimnisse des Universums entschlüsselten und in Harmonie mit den kosmischen Kräften lebten. Shambhala, verborgen im Himalaya, ein Ort unermesslicher spiritueller Kraft. Shambhala war ein Reich des Friedens und der Weisheit, wo die Menschen in Einklang mit den spirituellen Energien des Universums lebten und die Geheimnisse des Lebens und des Todes erforschten. Über all diesen Reichen thronte die Kaste der falschen Götter. Sie ließen sich verehren, errichteten gewaltige Tempel und zwangen die Menschen zu Blutopfern. Ihre Priester kannten uralte Geheimnisse und die Menschen fielen vor ihnen nieder, unwissend, dass ihre Herren nur Betrüger waren, die gegen den Höchsten rebelliert hatten. Diese falschen Götter nutzten ihre Macht, um die Menschen zu unterdrücken und ihre eigenen dunklen Ziele zu verfolgen. Sie herrschten über die frühen Zivilisationen, lehrten die Menschen Architektur, Astronomie, Kriegskunst und Magie.
Doch der Preis für dieses Wissen war schrecklich. Die Menschen wurden zu Sklaven ihrer eigenen Schöpfungen und die Welt versank in Chaos und Gewalt. Diese Wesen waren keine wahren Götter. Sie waren gefallene Engel, himmlische Wesen, die einst dem einen, wahren Gott dienten, doch in ihrem Hochmut die Erde für sich beanspruchten. Sie begehrten, was ihnen nicht zustand, die Herrschaft über die Menschheit. Und so stiegen sie hinab, nahmen sich irdische Frauen und zeugten Kinder, die halb Mensch, halb Engel waren. Die Nephilim. Diese Nephilim waren Giganten, Wesen von unvorstellbarer Stärke und Grausamkeit, die die Erde mit Terror und Zerstörung überzogen. Die Wächter, die fielen. Vor Äonen hatte der höchste Gott, der eine wahre Schöpfer, eine Gruppe mächtiger Engel gesandt, um über die Erde zu wachen. Sie wurden die Wächter genannt, mächtige, erhabene Wesen aus Licht und Feuer, die die Menschen führen und lehren sollten. Doch mit der Zeit begannen einige von ihnen, den sterblichen Frauen zu verfallen. Sie begehrten nicht nur ihre Schönheit, sondern auch die Macht, über die Erde zu herrschen. Diese Wächter, einst die Beschützer der Menschheit, wurden zu ihren Unterdrückern und Tyrannen. Luzifer war der Erste, der gegen Gott rebellierte, doch er war nicht der Einzige. Unter seinen Anhängern gab es 200, die dem Himmel den Rücken kehrten und auf die Erde herabstiegen. Angeführt von Semjasa und Azazel nahmen sie sich Menschenfrauen und gebaren Kinder mit ihnen. Diese Kinder waren keine gewöhnlichen Menschen, sie waren Giganten, Titanen, Wesen von unvorstellbarer Stärke und Grausamkeit. Sie herrschten über die Menschen mit eiserner Faust und brachten Tod und Zerstörung über die Welt. Die Menschen nannten sie die Nephilim. Diese Nephilim waren nicht nur physisch mächtig, sondern besaßen auch übernatürliche Fähigkeiten, die sie noch gefährlicher machten. Sie konnten die Elemente beherrschen, die Gedanken der Menschen manipulieren und waren nahezu unverwundbar. Die Menschen lebten in ständiger Angst vor diesen Wesen, die ihre Städte zerstörten und ihre Familien auseinanderrissen. Die Welt vor der Flut war eine Zeit des großen Wissens und der großen Dunkelheit. Die Menschen hatten Zugang zu unglaublichen Technologien und Wissen, aber sie waren auch den Launen der gefallenen Engel und ihrer Nachkommen ausgeliefert. Die Erde war ein Ort des ständigen Konflikts, wo das Licht des Wissens und die Dunkelheit der Unterdrückung nebeneinander existierten. Doch trotz der Dunkelheit gab es immer noch Hoffnung. Einige wenige Menschen blieben dem wahren Gott treu und widerstanden den Versuchungen und Drohungen der gefallenen Engel. Diese Auserwählten wurden von Gott beschützt und erhielten die Verheißung eines neuen Anfangs, einer neuen Welt, die nach der Sintflut entstehen würde. Die Sintflut war nicht nur eine Strafe für die Sünden der Menschheit, sondern auch eine Reinigung der Erde von den bösen Einflüssen der gefallenen Engel und ihrer Nachkommen. Es war ein Neuanfang, eine Chance für die Menschheit, in Harmonie mit Gott und der Schöpfung zu leben. Die Geschichte der Welt vor der Flut ist eine Geschichte von großem Wissen und großer Dunkelheit, von unglaublicher Pracht und tiefem Leid. Es ist eine Erinnerung daran, dass Wissen und Macht ohne Weisheit und Demut zu Zerstörung und Chaos führen können. Und es ist eine Mahnung, dass die wahre Macht nicht in der Herrschaft über andere liegt, sondern in der Liebe und dem Dienst an der Schöpfung. Die Welt vor der Flut mag vergangen sein, aber ihre Lektionen bleiben. Sie lehrt uns, dass wir wachsam sein müssen gegenüber den Versuchungen der Macht und dass wir immer nach dem wahren Licht suchen müssen, das uns führt und schützt. Kapitel 2 Der Sturz der Engel und die Geburt der Nephilim. Einst waren die Wächter Engel des Höchsten, eingesetzt, um über die Menschen zu wachen.
Diese Engel, auch bekannt als die Wächter, hatten die Aufgabe, die Menschheit zu beschützen und zu leiten. Doch je länger sie die Erde betrachteten, desto größer wurde ihr Verlangen. Sie begehrten die Töchter der Menschen, deren Schönheit sie betörte und deren Anmut sie in ihren Bann zog. Ihr Anführer war Semjasa, ein charismatischer, aber gerissener Engel. Semjasa war bekannt für seine Weisheit und seine Fähigkeit, andere zu überzeugen. Er sprach zu den anderen: Warum sollen wir nur beobachten? Lasst uns selbst regieren. Lasst uns Söhne auf Erden haben. Diese Worte klangen verlockend, und viele der Engel fühlten sich von der Idee angezogen, selbst über die Erde zu herrschen. Doch sie fürchteten die Strafe des Höchsten. Die Engel wussten, dass ihre Taten schwerwiegende Konsequenzen haben könnten. Also schwor Semjasa: Wenn ihr mit mir diesen Pakt schließt, wird die Schuld auf uns alle fallen. Semjasa versprach, dass sie gemeinsam die Verantwortung tragen würden, und so schlossen sie einen Pakt. Und so schworen 200 Engel auf dem Berg Hermon, dass sie gemeinsam hinabsteigen würden. In derselben Nacht fielen sie vom Himmel wie ein Schwarm glühender Sterne und nahmen sich Frauen. Diese Engel, die einst Wächter waren, wurden nun zu gefallenen Engeln, die ihre himmlische Pflicht verraten hatten. Doch aus diesen Verbindungen wurden keine normalen Kinder geboren. Es entstanden Nephilim, gewaltige Wesen, so groß wie Berge mit Augen, die in der Dunkelheit leuchteten. Diese Nephilim waren nicht nur physisch beeindruckend, sondern auch von einer unheimlichen Aura umgeben. Sie waren stärker als 100 Männer, aber grausam und wild. Die Nephilim besaßen eine unbändige Kraft und einen unstillbaren Durst nach Macht. Sie wurden zu Tyrannen. Sie bauten Städte, führten Kriege, unterdrückten die Menschheit und begannen schließlich, sie zu verschlingen. Buchstäblich. Ihre Herrschaft war geprägt von Gewalt und Unterdrückung. Die Erde bebte unter ihrer Gewalt. Die Nephilim errichteten gewaltige Städte, die von ihrer Macht und ihrem Einfluss zeugten. Sie führten Kriege, die ganze Landstriche verwüsteten und die Menschheit in Angst und Schrecken versetzten. Die Tyrannei der Nephilim. Diese Wesen, die einst als Beschützer der Menschheit gedacht waren, wurden zu ihren schlimmsten Feinden. Sie errichteten gewaltige Städte, tranken das Blut der Sterblichen und kämpften in Kriegen, die den Himmel selbst erschütterten. Ihre Herrschaft war eine Zeit des Schreckens und der Dunkelheit. Die Nephilim waren nicht nur groß, sie waren Giganten, mächtiger als 10 Männer, mit der Haut von Bronze und der Kraft, ganze Berge zu versetzen. Doch anstatt als Beschützer der Menschheit zu dienen, wurden sie ihre Tyrannen. Sie errichteten gewaltige Städte, tranken das Blut der Sterblichen und kämpften in Kriegen, die den Himmel selbst erschütterten. Ihre Macht war unermesslich und ihre Grausamkeit kannte keine Grenzen. Die Nephilim führten Kriege, die die Erde erschütterten und die Menschheit an den Rand der Vernichtung brachten. Sie unterdrückten die Menschen und nutzten ihre Macht, um ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Ihre Herrschaft war eine Zeit des Schreckens und der Dunkelheit, die die Menschheit für immer veränderte. Die Geschichte der Nephilim ist eine Geschichte von Macht, Verrat und Unterdrückung. Sie zeigt, wie selbst die mächtigsten Wesen fallen können, wenn sie ihren eigenen Begierden nachgeben. Die Nephilim waren einst Engel, die über die Menschheit wachen sollten, doch sie wurden zu ihren schlimmsten Feinden. Ihre Herrschaft war eine Zeit des Schreckens, die die Menschheit für immer veränderte.
Kapitel 3 Die falschen Götter und ihre Reiche. Jede Hochkultur der alten Welt hatte ihren Gott, ihren Herrscher, ihre Macht. Doch sie alle waren Teil derselben abtrünnigen Legion. Zeus, der sogenannte König der Götter, herrschte über den Olymp mit Blitz und Donner. Einst war er ein Wächter des Himmels, doch sein Stolz ließ ihn glauben, er könne das Schicksal selbst bestimmen. Er und seine Brüder, Poseidon und Hades, teilten die Welt unter sich auf: Land, Meer und Unterwelt. Die Griechen errichteten Tempel, opferten Stiere und flehten um Gnade. Zeus, der mächtige Herrscher, war bekannt für seine zahlreichen Liebschaften und seine unbändige Wut. Seine Blitze zerschmetterten Berge und seine Donnerstimme ließ die Erde erbeben. Die Menschen erzählten sich Geschichten von seinen Heldentaten und fürchteten seine unberechenbare Natur. Odin, der Allvater der Nordmänner, war ein Meister der Magie. Er hatte sich Weisheit durch List und Blut erkauft, hatte das Runenwissen erlangt und die Menschen gelehrt, Waffen zu schmieden. Doch tief in seiner Seele fürchtete er das Ende, ein Ende, das er nicht aufhalten konnte. Odin, der Runenmeister des Nordens, durchbohrte sich selbst mit einem Speer, um Wissen zu erlangen. Er lehrte die Menschen Magie, Krieg und Schmiedekunst, doch sein Herz war dunkel vor Furcht, Furcht vor dem Ende, das kommen würde. Die Nordmänner verehrten ihn als den weisen und mächtigen Anführer, der stets nach mehr Wissen strebte. Seine Raben, Hugin und Munin, flogen über die Welt und brachten ihm Nachrichten, während seine Wölfe, Geri und Freki, an seiner Seite kämpften. Enlil, der stürmische Gott der Sumerer, ließ sich als Schöpfer verehren. Seine Priester schrieben in Keilschrift von seiner Macht, von seinen Wundern, doch er war kein Erschaffer, nur ein Eroberer. Enlil, der stürmische Herr Mesopotamiens, befahl den Flüssen, seinem Willen zu gehorchen. Seine Tempel waren mit Gold verziert, seine Priester erzählten Geschichten von seiner unendlichen Weisheit, doch in Wahrheit war er nur ein Dieb des göttlichen Thrones. Die Sumerer bauten prächtige Ziggurats zu seinen Ehren und opferten ihm die besten Früchte ihrer Ernte. Enlil war bekannt für seine unbändige Wut und seine Fähigkeit, Stürme und Überschwemmungen zu verursachen, die ganze Städte zerstören konnten. Kukulkan, die gefiederte Schlange der Maya, war ein Wesen aus Feuer und Wind. Er brachte den Menschen das Wissen um die Sterne. Kukulkan schlang sich durch die Dschungel von Mesoamerika und lehrte seine Anhänger die Gesetze des Universums. Doch seine Geschenke hatten einen Preis: Blut. Menschenopfer waren die Währung seiner Macht. Die Maya errichteten prächtige Pyramiden zu seinen Ehren und führten blutige Rituale durch, um seine Gunst zu erlangen. Kukulkan war bekannt für seine Weisheit und seine Fähigkeit, die Zukunft vorherzusagen. Seine Anhänger glaubten, dass er ihnen den Weg zu den Sternen zeigen konnte und dass er ihnen die Geheimnisse des Universums offenbaren würde. Sie alle waren in Wahrheit Nephilim, Mischwesen aus Engel und Mensch, verdorben durch Hochmut und Gewalt. Diese Wesen, die einst als Wächter des Himmels dienten, hatten sich gegen ihren Schöpfer aufgelehnt und waren auf die Erde herabgestiegen, um über die Menschen zu herrschen. Ihre Macht war groß und ihre Herrschaft war grausam. Sie nutzten ihre übernatürlichen Fähigkeiten, um die Menschen zu unterdrücken und ihre eigenen Reiche zu errichten. Die Nephilim waren bekannt für ihre unbändige Stärke und ihre Fähigkeit, die Elemente zu beherrschen. Sie konnten Feuer entfachen, Stürme heraufbeschwören und die Erde zum Beben bringen. Doch Gott sah hinab auf die Erde und erkannte die Verderbnis. Er sah, wie die Nephilim die Menschen versklavten und ihre Macht missbrauchten. Er beschloss, ein Ende dieser Herrschaft zu setzen und die Erde von ihrer Verderbnis zu reinigen. Gott sandte eine große Flut, um die Nephilim und ihre Reiche zu zerstören. Nur wenige Menschen überlebten diese Katastrophe, und die Welt wurde von neuem erschaffen,
Die Geschichten von der Sintflut und der Arche Noah sind in vielen Kulturen überliefert und zeugen von diesem göttlichen Eingreifen. Die Nephilim, die Kinder dieser gefallenen Wesen, wandelten unter den Sterblichen wie Könige und Tyrannen. Sie waren riesig, ihre Haut war widerstandsfähig wie Bronze, ihre Augen leuchteten im Dunkeln. Sie bauten Städte aus Stein, errichteten Pyramiden, Zikkurats und Festungen, die selbst den Fluten der Zeit trotzen würden. Doch ihre Herrschaft war grausam. Sie versklavten die Menschen, forderten Tribute, nahmen sich, was sie wollten. Jede Zivilisation hatte ihre eigenen Götter, doch alle waren sie dieselben gefallenen Wesen, getarnt unter verschiedenen Namen. Die Menschen lebten in ständiger Angst vor den Nephilim und ihren unbarmherzigen Herrschern. Sie erzählten sich Geschichten von ihren grausamen Taten und hofften auf ein Ende ihrer Tyrannei. Die Menschen verehrten sie. Sie glaubten an ihre Geschichten, an ihre Versprechen. Sie beteten zu ihnen, gaben ihnen Opfer, fürchteten ihre Zornesausbrüche. Die Menschen bauten prächtige Tempel und Altäre zu Ehren der Nephilim und führten aufwendige Rituale durch, um ihre Gunst zu erlangen. Sie opferten Tiere und sogar Menschen, um die Nephilim zu besänftigen und ihre Macht zu sichern. Die Geschichten von den Nephilim und ihren Taten wurden von Generation zu Generation weitergegeben und prägten die Kulturen und Religionen der alten Welt. Die Menschen lebten in ständiger Furcht vor den Nephilim und hofften auf ein Ende ihrer Herrschaft. Kapitel 4 – Die Prophezeiung des Henoch. Inmitten dieser Dunkelheit gab es einen Mann, der die Wahrheit kannte. Henoch, ein Prophet des Höchsten. Er war ein Gerechter unter den Verdorbenen, und Gott offenbarte ihm das Ende, das kommen würde. Henoch war kein König, kein Priester, kein Krieger, doch er war der einzige Mensch, den Gott selbst erwählt hatte, um seine Worte zu sprechen. Er lebte in einer Zeit, in der die Menschheit von Sünde und Verderbtheit durchdrungen war, und dennoch blieb er standhaft in seinem Glauben und seiner Gerechtigkeit. Henoch hatte Visionen, in denen er das wahre Schicksal der Erde sah. Er sah, wie die gefallenen Engel ihre Macht missbrauchten, wie die Nephilim die Welt mit Blut tränkten. Und er sah das Urteil, das beschlossen worden war. Diese Visionen waren nicht nur Träume, sondern lebendige, eindringliche Bilder, die ihm die Schrecken und das Leid der Zukunft offenbarten. Henoch schrieb seine Visionen auf und sprach zu den Menschen: Die Erde schreit nach Gerechtigkeit. Ihr Blut ruft zum Himmel, die Erde ist erfüllt mit Sünde, und ihr Schrei ist bis in die höchsten Gefüge vorgedrungen. Die Wächter, die gefallen sind, werden gerichtet. Ihre Nachkommen, die Riesen, werden vernichtet. Und die Welt wird durch das Wasser gereinigt. Er warnte die Menschen, doch sie lachten ihn aus. Sie verspotteten ihn und nannten ihn einen Narren. »Schau dich um, Prophet«, riefen sie. »Unsere Götter sind stark, unsere Städte stehen. Wo ist dein Gott?« Sie waren blind für die Zeichen und taub für die Warnungen, die Henoch ihnen gab. Die falschen Götter hassten ihn, doch sie konnten ihn nicht berühren, denn Gott hatte ihn beschützt. Diese Götter, die von den Menschen verehrt wurden, waren in Wahrheit gefallene Engel, die ihre Macht missbrauchten und die Menschheit in die Irre führten. Sie sahen in Henoch eine Bedrohung, doch sie waren machtlos gegen den Schutz, den Gott ihm gewährte. Doch Henoch wusste, dass ihre Zeit ablief. Er sah die Zeichen, die sich mehrten, und wusste, dass das Ende nahe war. Er sah die Verderbtheit der Menschheit und die Ungerechtigkeit, die die Erde erfüllte. Er wusste, dass das Urteil unausweichlich war und dass die Reinigung durch das Wasser kommen würde. Und dann, eines Tages, verschwand er. Die alten Schriften erzählen, dass Henoch nicht starb wie andere Menschen. Er wurde entrückt, fortgetragen vom Licht Gottes. Er stieg auf in die Himmel, doch sein Verschwinden war ein böses Omen. Es war ein Zeichen dafür, dass das Ende nahe war und dass die Menschheit für ihre Sünden gerichtet werden würde.
Denn von diesem Moment an begannen sich die Zeichen zu mehren. Die Erde bebte, die Himmel verdunkelten sich, und die Menschen begannen zu erkennen, dass Henochs Warnungen wahr gewesen waren. Doch es war zu spät. Das Urteil war gefällt und die Reinigung durch das Wasser war unausweichlich. Und so wurde das Urteil gefällt. Die gefallenen Engel wurden gerichtet, die Nephilim wurden vernichtet und die Welt wurde durch das Wasser gereinigt. Henochs Prophezeiungen erfüllten sich und die Menschheit zahlte den Preis für ihre Sünden. Doch Henochs Worte und Taten blieben in den Erinnerungen der Menschen, ein ewiges Zeugnis seiner Gerechtigkeit und seines Glaubens. Kapitel 5 – Die letzte Stunde. Das Ende der alten Ordnung. Die letzte Stunde vor der Sintflut war gekommen. Überall auf der Welt ereigneten sich seltsame Dinge. Der Himmel verfinsterte sich, die Winde wurden unruhig und der Boden bebte, als würde die Erde selbst vor Angst erzittern. Die Tiere in den Wäldern und auf den Feldern wurden unruhig und die Vögel verstummten, als ob sie das drohende Unheil spürten. Die falschen Götter spürten, dass etwas Großes bevorstand. Sie versammelten sich an ihren heiligen Stätten und riefen nach den Mächten des Himmels, doch der wahre Gott schwieg. Ihre Priester und Orakel versuchten verzweifelt Antworten zu finden, doch die Zeichen blieben aus. Die Tempel, einst Orte des Lichts und der Macht, wurden von einer unheimlichen Dunkelheit umhüllt. In Griechenland stand Zeus auf dem Olymp, sein Blitz in der Hand, doch als er in den Himmel blicken wollte, sah er nichts als eine schwarze, endlose Leere. Seine Macht begann zu schwinden. Die Nymphen und Satyren, die ihn umgaben, wichen zurück, als ob sie seine Schwäche spürten. Der Donner, der einst seine Ankunft ankündigte, verstummte. In Mesopotamien versuchte Enlil, mit den Sternen zu sprechen, doch die Zeichen des Kosmos waren erloschen. Seine Wahrsager sahen nur noch Dunkelheit. Die heiligen Flüsse, die einst unter seinem Schutz standen, begannen zu versiegen und die Felder verdorrten. Die Menschen, die ihm Opfer brachten, begannen zu zweifeln. Im Dschungel der Maya erhob sich Kukulkan in die Lüfte, doch seine Schwingen begannen zu brennen. Der Rauch, der von seinen Flügeln aufstieg, verdunkelte den Himmel. Die Priester, die ihn anriefen, sahen in ihren Visionen nur noch Feuer und Zerstörung. Die Pyramiden, die ihm geweiht waren, begannen zu bröckeln. Und Odin, der Weise, schaute in den Brunnen von Mimir und sah Ragnarök. Doch es war nicht die Schlacht, die er erwartet hatte. Es war das Ende aller Götter. Die Runen, die ihm einst die Zukunft offenbarten, waren leer. Die Raben, die ihm Nachrichten brachten, kehrten nicht zurück. Die Weltesche Yggdrasil begann zu welken. Dann geschah es. Ein Lichtstrahl brach vom Himmel herab. Er war heller als 1000 Sonnen und zog eine Spur aus Feuer und Rauch. Die gefallenen Engel, die sich vor langer Zeit gegen den Höchsten aufgelehnt hatten, wurden aus dem Himmel gestürzt. Sie waren einst mächtige Wesen aus reiner Energie, doch nun wurden sie materiell an die Erde gebunden. Sie schrien auf, als sie fielen, als ihre Essenz in Körper gezwängt wurde, die sterblich waren. Ihre Flügel verbrannten und ihre einst strahlenden Auren verblassten. Die Menschen, die in den Tempeln standen und ihre Götter anriefen, sahen, wie die mächtigen Nephilim plötzlich schwächer wurden. Die Götter, die sie so lange verehrt hatten, waren nicht unsterblich. Sie waren ebenso verloren wie sie selbst. Die Statuen der Götter begannen zu zerbröckeln, und die Altäre, auf denen Opfer dargebracht wurden, fielen in sich zusammen. Die Gläubigen, die einst voller Hoffnung waren, verfielen in Panik. Und dann begann es. Die Erde öffnete sich, und Wasser strömte hervor. Die Flüsse schwollen an und überfluteten die Städte. Der Himmel öffnete seine Schleusen und Regen fiel in Strömen.
Die Menschen rannten umher, suchten Schutz, doch es gab kein Entkommen. Die Sintflut, die alles reinigen sollte, hatte begonnen. Kapitel 6 – Die Flut bricht los. Der Untergang der Götter. Die Erde erbebte. Ein tiefes Grollen zog sich durch die Berge, während der Himmel sich verdunkelte. Menschen, die am Morgen noch sorglos durch ihre Städte gegangen waren, spürten nun eine unnatürliche Kälte. Der Wind drehte sich. Die Luft war schwer wie vor einem Gewitter, aber es war kein gewöhnlicher Sturm, der nahte. Es war das Urteil des Himmels. Dann geschah es. Die Wolkendecke zerriss, als ob eine unsichtbare Hand sie mit brutaler Kraft aufsprengte. Wasser stürzte herab, aber nicht in Tropfen, sondern als gewaltige Ströme, als würde der Himmel selbst auseinanderbrechen. Gleichzeitig brachen die Tiefen der Erde auf. Ozeane, die einst in den Abgründen verborgen waren, schossen mit unvorstellbarer Wucht nach oben. Quellen, von denen niemand wusste, dass sie existierten, spien unaufhörlich Wasser. In den Städten herrschte Chaos. Menschen rannten zu ihren Tempeln, warfen sich vor den Statuen ihrer Götter nieder, beteten, schrien, weinten. Doch die sie verehrten, die falschen Götter, konnten ihnen nicht helfen. Sie selbst waren zum Untergang verurteilt. Der letzte Kampf der Giganten. Die Nephilim, die riesenhaften Söhne der gefallenen Engel, waren die ersten, die den Ernst der Lage begriffen. Sie, die sich für unbesiegbar hielten, spürten das Ende kommen. In Griechenland stand Zeus auf dem Gipfel des Olymps. Um ihn herum versammelten sich die Titanen und Halbgötter. »Wir sind unsterblich«, donnerte Zeus und schleuderte einen Blitz in die aufziehenden Wolken. Doch der Himmel antwortete nicht, sein Blitz verpuffte wirkungslos. Der Regen brannte wie Säure auf seiner Haut, und seine Macht, die er einst über die Elemente hatte, war fort. Einer nach dem anderen wurden die Titanen von den steigenden Fluten verschlungen. Zeus kämpfte bis zuletzt, aber schließlich verschwand auch er in den brodelnden Wassermassen. In Mesopotamien standen Enlil und Enki auf den Zikurats und beobachteten, wie der Euphrat über die Ufer trat und die Stadt Ur verschlang. Enki, der einst den Menschen Wissen gebracht hatte, sprach machtvolle Worte der Magie. Doch seine Rituale waren nutzlos. Er erkannte, dass der wahre Gott ihn durchschaut hatte. »Wir haben versagt«, murmelte er, bevor das Wasser ihn mitriss. In Skandinavien hatte Odin das Unausweichliche erkannt. »Valhalla wird untergehen«, sagte er zu seinen Kriegern. »Doch unsere Namen werden nicht vergessen sein.« Er kämpfte, wie es einem Gott gebührte, doch selbst sein Speer Gungnir konnte die Wellen nicht aufhalten. Der Allvater verschwand mit den Asen im tosenden Meer. In Mesoamerika versuchte Kukulkan, sich in die Lüfte zu erheben. Er breitete seine gewaltigen, gefiederten Schwingen aus und stieg empor. Doch die Fluten reichten bis zum Himmel. Ein Strudel aus Wasser und Sturm riss ihn hinab, sein letzter Schrei hallte durch die Schluchten. Die Erde erzitterte unter den Schreien der Nephilim, doch kein Wesen konnte sich dem Willen des Himmels widersetzen. Die Wellen schlugen zusammen, die falschen Götter waren nicht mehr. Die Erde erbebte erneut, diesmal noch heftiger. Die Menschen, die sich in die höchsten Gebäude geflüchtet hatten, sahen, wie die Fundamente unter ihnen nachgaben. Die Fluten rissen alles mit sich, was ihnen im Weg stand. Häuser, Bäume, ganze Berge wurden von den Wassermassen verschlungen. Die Schreie der Menschen vermischten sich mit dem Tosen der Fluten.
ein ohrenbetäubender Lärm, der die Welt erfüllte. In Ägypten standen die Pyramiden wie stumme Zeugen des Untergangs. Die Priester versammelten sich in den Tempeln und riefen die Götter an, doch ihre Gebete verhallten ungehört. Die Fluten erreichten die heiligen Stätten und verschlangen sie. Die Statuen der Götter zerbrachen unter der Wucht des Wassers, und die Priester wurden in den Strudeln mitgerissen. In Indien versuchte Shiva, den Tanz der Zerstörung zu vollführen, um das Universum zu retten. Doch seine Schritte wurden von den Fluten unterbrochen. Das Wasser stieg höher, und selbst der mächtige Shiva konnte dem nicht entkommen. Er verschwand in den tosenden Wassermassen, sein Tanz unvollendet. In China stand der Jade-Kaiser auf seinem himmlischen Thron und beobachtete das Chaos auf der Erde. Er sandte seine Drachen aus, um die Fluten zu bändigen, doch sie wurden von den Wassermassen überwältigt. Der Jade-Kaiser erkannte, dass auch seine Macht nicht ausreichte, um das Unvermeidliche aufzuhalten. Die himmlischen Paläste wurden von den Fluten verschlungen, und der Jade-Kaiser verschwand in den Tiefen des Meeres. In Afrika versuchten die Ahnengeister, die Menschen zu schützen. Sie riefen die Kräfte der Natur an, doch die Fluten waren unaufhaltsam. Die Geister wurden von den Wassermassen mitgerissen, und die Menschen, die auf ihre Hilfe gehofft hatten, wurden von den Fluten verschlungen. Die Erde erzitterte ein letztes Mal, und die Fluten erreichten ihren Höhepunkt. Die Menschen, die noch am Leben waren, klammerten sich an die letzten Überreste ihrer Welt. Doch die Fluten waren unerbittlich. Sie verschlangen alles, was ihnen im Weg stand, und die Welt, wie sie einst war, existierte nicht mehr. Die falschen Götter waren gefallen, und die Welt war in Wasser getaucht. Doch aus den Tiefen des Chaos würde eine neue Ordnung entstehen. Die Fluten würden sich zurückziehen, und die Erde würde sich erneuern. Doch die Namen der gefallenen Götter würden in den Erinnerungen der Menschen weiterleben, als Warnung vor der Macht des Himmels und der Vergänglichkeit aller Dinge. Kapitel 7 – Die Auserwählten, die Rettung der Gerechten. Nicht alle waren dem Untergang geweiht. In jeder großen Zivilisation hatte Gott einen Auserwählten erwählt, um das wahre Menschengeschlecht zu bewahren. Diese Auserwählten waren nicht nur einfache Menschen, sondern Träger eines göttlichen Plans, der die Menschheit durch die dunkelsten Zeiten führen sollte. Noah war der Erste. Jahrzehnte hatte er an seiner Arche gebaut, während ihn die Menschen verspotteten. Doch er hatte den Ruf Gottes gehört und gehorcht. Als die ersten Tropfen fielen, führte er seine Familie und die Tiere in das Schiff. Die Fluten trugen ihn empor, während die Schreie der Ertrinkenden in der Dunkelheit verklangen. Noahs Glaube war unerschütterlich, und seine Hingabe an Gottes Willen war beispielhaft. Er wusste, dass seine Aufgabe nicht nur darin bestand, seine Familie zu retten, sondern auch, die Grundlage für eine neue Welt zu legen. Utnapishtim, der Weise von Sumer, wurde von Enki selbst gewarnt. Doch es war keine Tat der Barmherzigkeit. Enki hoffte, dass einer seiner Gläubigen überleben würde, um ihn wieder in Macht zu bringen. Doch Utnapishtim erkannte, dass die Götter der Sumerer nicht allmächtig waren. Als seine Barke auf den Wellen trieb, betete er zu dem wahren Gott, nicht zu Enki. Utnapishtim verstand, dass wahre Macht nicht in den Händen der falschen Götter lag, sondern in der Hingabe an den einen wahren Gott, der über allem stand. Ziusudra, der ägyptische Priester, hatte eine Vision vom kommenden Untergang. Er wusste, dass der Nil nicht nur steigen, sondern das ganze Land verschlingen würde. Er baute ein Schiff, groß genug, um seine Familie und das Wissen seiner Kultur zu bewahren. Während die Pyramiden unter den Wellen verschwanden, segelte er nach Westen. Ziusudra war nicht nur ein Priester, sondern auch ein Bewahrer des Wissens. Er verstand,
dass die Rettung seiner Kultur ebenso wichtig war wie die Rettung seiner Familie. Die Hopi-Indianer hatten ihre eigenen Propheten. Ein Schamane hatte eine Vision der großen Schlange gesehen, die das Land verschlingen würde. Er führte sein Volk in Höhlen unter der Erde. Dort blieben sie, bis das Wasser sich zurückzog. Als sie wieder auftauchten, war die Welt neu. Gereinigt von den falschen Göttern. Die Hopi verstanden, dass ihre Verbindung zur Erde und zu den spirituellen Kräften sie durch die Katastrophe führen würde. Ihre Propheten waren nicht nur Seher, sondern auch Führer, die ihr Volk in eine neue Ära führten. Die Flut verschonte nur jene, die dem wahren Gott folgten. Die alten Reiche waren verschwunden, die falschen Götter vergessen. Die Auserwählten hatten nicht nur überlebt, sondern auch die Grundlage für eine neue Welt gelegt. Ihre Geschichten wurden zu Legenden, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden, um die Menschheit an die Macht des wahren Glaubens zu erinnern. Die Auserwählten im Angesicht des Untergangs standen vor enormen Herausforderungen. Während die Flut näher rückte und die Archen und Zufluchtsorte in Sicherheit waren, standen Noah, Utnapishtim und Ziusutra am Rande ihrer persönlichen Höllen. Sie wussten, dass die Zeit des Urteils gekommen war, und sie mussten sich dem höchsten Prinzip stellen. Ihre Prüfungen waren nicht nur physischer Natur, sondern auch spirituell. Sie mussten ihre Zweifel überwinden und ihren Glauben stärken, um die Herausforderungen zu meistern. In den letzten Momenten, als die Wasser stiegen und die Erde bebte, hatten sie nicht nur die Gewissheit, dass sie gerettet werden würden, sondern auch die Erkenntnis, dass der wahre Gott über allem stand. Der Glaube, der anfangs so vage und unsicher war, wurde zu einer festen Überzeugung. Eine Überzeugung, die sie durch die Flut trug. Diese Überzeugung war nicht nur ein persönlicher Triumph, sondern auch ein Zeichen für die Menschheit, dass der wahre Glaube alle Hindernisse überwinden kann. Sie hatten ihre Zweifel überwunden. Sie hatten erkannt, dass der wahre Gott über alle anderen Götter und Gewalten herrschte. Und sie wussten, dass ihre Aufgabe nicht nur darin bestand, zu überleben, sondern auch, die Wahrheit weiterzugeben, wenn das Wasser sich zurückzog und die neue Welt entstand. Ihre Geschichten wurden zu Lehren, die die Menschheit durch die kommenden Zeitalter führen sollten. Die Auserwählten waren nicht nur Überlebende, sondern auch Lehrer und Führer, die die Menschheit auf den Weg des wahren Glaubens führten. Die Rettung der Gerechten war nicht nur ein Akt der Barmherzigkeit, sondern auch ein Zeichen der göttlichen Gerechtigkeit. Die Auserwählten hatten bewiesen, dass der wahre Glaube stärker ist als jede Katastrophe. Ihre Geschichten wurden zu Symbolen der Hoffnung und des Glaubens, die die Menschheit durch die dunkelsten Zeiten führen sollten. Die neue Welt, die nach der Flut entstand, war ein Zeugnis für die Macht des wahren Glaubens und die unerschütterliche Hingabe der Auserwählten. Die Auserwählten hatten ihre Aufgabe erfüllt. Sie hatten die Menschheit durch die Flut geführt und die Grundlage für eine neue Welt gelegt. Ihre Geschichten wurden zu Legenden, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden, um die Menschheit an die Macht des wahren Glaubens zu erinnern. Die Rettung der Gerechten war nicht nur ein Akt der Barmherzigkeit, sondern auch ein Zeichen der göttlichen Gerechtigkeit. Die Auserwählten hatten bewiesen, dass der wahre Glaube stärker ist als jede Katastrophe. Kapitel 8 – Die Auserwählten – Der innere Kampf. Die Sintflut war nicht nur eine Prüfung der Welt, sondern auch eine Prüfung der Auserwählten. Jener wenigen, die von Gott ausgewählt wurden, das wahre Menschengeschlecht zu bewahren. Diese Auserwählten standen vor einer monumentalen Aufgabe, die nicht nur physische, sondern auch tiefgreifende spirituelle Herausforderungen mit sich brachte.
Doch der wahre Kampf lag nicht nur in der Vorbereitung auf die Flut, sondern in den tiefen, inneren Kämpfen, die sie durchlebten, als sie der Erkenntnis gegenüberstanden, dass sie die letzten Hoffnungsträger der Menschheit waren. Diese Kämpfe waren geprägt von Zweifeln, Ängsten und der ständigen Frage nach dem eigenen Wert und der eigenen Bestimmung. Es war der Moment, in dem sie sich ihrer eigenen Schwächen und Ängste stellen mussten, als die Welt um sie herum auseinanderbrach. Und während sie den kommenden Untergang erkannten, begannen sie, die wahre Bedeutung ihrer Aufgabe zu verstehen. Diese Erkenntnis war nicht einfach, sondern ein schmerzhafter Prozess, der sie an die Grenzen ihrer Belastbarkeit brachte. Noah, der unerschütterliche Glaube. Noah hatte sein ganzes Leben im Einklang mit der Erde und der Natur verbracht, in der festen Überzeugung, dass die Menschheit, trotz ihrer Fehler, sich eines Tages selbst erlösen würde. Er war ein Mann des Friedens und der Harmonie, der stets daran glaubte, dass das Gute im Menschen überwiegen würde. Doch als Gott ihm das Schicksal der Menschheit offenbarte, die große Flut, die alles vernichten würde, fühlte Noah eine tiefe Zerrissenheit in sich. Warum ich? Fragte er sich immer wieder. Warum ausgerechnet ich, der Unbedeutende, der nur im Schatten lebt? Diese Fragen quälten ihn und ließen ihn an seiner eigenen Bedeutung zweifeln. Er hatte nie nach Ruhm oder Macht gestrebt, doch nun trug er die Verantwortung, die Welt zu retten, oder zumindest das, was noch übrig war. Der Gedanke, die Welt in ihrem jetzigen Zustand zu retten, schien ihm unmöglich. Wie sollte er das tun? Wie konnte er den anderen Menschen den wahren Gott nahebringen, wenn sie sich lieber den falschen Göttern zuwandten? Diese Gedanken ließen ihn oft verzweifeln. Die Herausforderung war nicht nur, das Schiff zu bauen, sondern zu verstehen, dass er der Letzte der Gerechten war. Er konnte sich den Hohn der anderen nicht entziehen, und manchmal nagte die Angst an ihm, dass er, der einfache Mann, der Einzige war, der an die wahre Wahrheit glaubte. Doch tief in seinem Inneren wusste er, dass Gott ihn berufen hatte. Diese Berufung war seine einzige Stütze in den dunklen Stunden des Zweifels. Diese Wahrheit gab ihm die Kraft, weiterzumachen, auch wenn er nie den vollen Umfang der göttlichen Absicht verstand. Seine Familie war sein Rückhalt, und seine Liebe zu ihnen ließ ihn weitermachen, auch wenn die Welt um ihn herum drohte, sich in Dunkelheit und Chaos zu stürzen. Diese Liebe war der Anker, der ihn in den stürmischen Zeiten festhielt. Utnapishtim, der zweifelnde Weise. Utnapishtim, der Weise von Sumer, war ein Mann von großer Weisheit. Doch als er von den Göttern gewarnt wurde, fühlte er sich zunächst verwirrt und zerrissen. Seine Weisheit schien ihm in diesem Moment nicht mehr ausreichend, um die bevorstehende Katastrophe zu begreifen. Er hatte stets geglaubt, dass die Götter des Mesopotamiens mächtig und allwissend waren. Enki hatte ihm Wissen geschenkt, und er hatte den Menschen mit seinen Lehren und Ritualen geholfen. Doch nun, als Enki ihm von der bevorstehenden Flut erzählte, begann Utnapishtim an allem zu zweifeln. Diese Zweifel nagten an ihm und ließen ihn seine bisherigen Überzeugungen in Frage stellen. Sind sie es wirklich, die wahren Götter? Fragte er sich immer wieder. Oder ist es nur eine weitere Lüge? Enki hatte ihm nicht die ganze Wahrheit offenbart. Der Gott hatte gehofft, dass einer von Utnapishtims Gläubigen überleben würde, doch der Weise verstand schnell, dass das, was er geglaubt hatte, nichts weiter als ein Spiel der Götter war. Diese Erkenntnis war ein schwerer Schlag für ihn. Er fühlte sich betrogen und verloren. Doch im Angesicht der Flut, als er das Schiff baute und die Warnungen der Menschen ignorierte, wuchs in ihm die Erkenntnis, dass er sich einem höheren Ziel widmen musste. Die Götter sind nicht die Antwort, dachte Utnapishtim. Ich muss zu dem wahren Gott beten, nicht zu den falschen Göttern. Diese Erkenntnis war der Beginn eines neuen Weges für ihn. Doch auch inmitten dieser Erkenntnis gab es Zweifel.
Wie konnte er, der von den Göttern selbst gesegnet worden war, einem Gott folgen, der er selbst nie gesehen hatte? Wie konnte er sicher sein, dass dieser Gott ihm helfen würde? Utnapishtim kämpfte mit seiner eigenen Unsicherheit. Doch als die Flut begann, wusste er, dass seine einzige Hoffnung in dem wahren Gott lag, nicht in den verlogenen Versprechungen der Götter Mesopotamiens. Es war ein schmerzhafter Schritt, aber er musste ihn gehen. Diese Entscheidung war der Wendepunkt in seinem Leben. Ziusudra, der Priester des Wissens. Ziusudra, der Priester aus Ägypten, hatte ein Leben im Dienst der Götter geführt. Als Priester des Nil und der Götter Ägyptens war er in den Geheimnissen des Universums und der Sterblichkeit bewandert. Seine Weisheit und sein Wissen waren legendär, und viele suchten seinen Rat. Doch als die Flut nahte, als er von der bevorstehenden Katastrophe erfuhr, fühlte er sich unsicher. Die Götter Ägyptens hatten ihm Wissen gegeben, aber diese Götter konnten ihm nun nicht helfen. Was ist der wahre Wille des Universums? Fragte er sich, während die Wellen des Unheils immer näher kamen. Ziusudra hatte nie daran gezweifelt, dass der Nil die Quelle allen Lebens war. Diese Zweifel waren neu für ihn und erschütterten seine bisherigen Überzeugungen. Doch die Ankündigung des Untergangs zerstörte seine Weltanschauung. Er spürte den Schmerz und die Verwirrung, als er das Land vorbereitete und sich auf den bevorstehenden Untergang vorbereitete. Was blieb von all dem Wissen, das er den Menschen beigebracht hatte? Seine einzige Hoffnung lag nun im Bau seines eigenen Schiffs, der einzigen Möglichkeit, die überlebenden Schriften, das Wissen der alten Welt, zu bewahren. Diese Aufgabe war seine letzte Hoffnung. Doch auch hier war der Zweifel nicht weit entfernt. Sollte er sich wirklich auf ein Schiff verlassen, oder war es alles nur ein verzweifelter Versuch, sich der Wahrheit zu entziehen? Als die Fluten zunahmen, fand Ziusudra seine wahre Erkenntnis, nicht durch die Götter, die ihm einst Wissen gegeben hatten, sondern durch den Glauben an das höhere, unsichtbare Prinzip, das hinter allem stand. Diese Erkenntnis war der Schlüssel zu seinem Überleben. Es ist nicht der Nil, der uns nährt, dachte er, sondern der wahre Gott. Diese Erkenntnis war der Wendepunkt in seinem Leben und gab ihm die Kraft, weiterzumachen. Die Auserwählten im Angesicht des Untergangs. Während die Flut näher rückte und die Archen und Zufluchtsorte in Sicherheit waren, standen Noah, Utnapishtim und Ziusudra am Rande ihrer persönlichen Höllen. Sie wussten, dass die Zeit des Urteils gekommen war, und sie mussten sich dem höchsten Prinzip stellen. Diese Erkenntnis war sowohl eine Bürde als auch eine Befreiung für sie. In den letzten Momenten, als die Wasser stiegen und die Erde bebte, hatten sie nicht nur die Gewissheit, dass sie gerettet werden würden, sondern auch die Erkenntnis, dass der wahre Gott über allem stand. Der Glaube, der anfangs so vage und unsicher war, wurde zu einer festen Überzeugung, eine Überzeugung, die sie durch die Flut trug. Diese Überzeugung war der Anker, der sie in den stürmischen Zeiten festhielt. Sie hatten ihre Zweifel überwunden. Sie hatten erkannt, dass der wahre Gott über alle anderen Götter und Gewalten herrschte. Und sie wussten, dass ihre Aufgabe nicht nur darin bestand, zu überleben, sondern auch, die Wahrheit weiterzugeben, wenn das Wasser sich zurückzog und die neue Welt entstand. Diese Erkenntnis war der Schlüssel zu ihrem Überleben und ihrer zukünftigen Aufgabe. Der Moment der Erlösung. Die Auserwählten standen nun an der Schwelle zu einer neuen Ära. Sie hatten den inneren Kampf gewonnen und waren bereit, die Wahrheit zu leben. Als das Wasser sich zurückzog und sie in die neue Welt traten, waren sie nicht mehr nur Überlebende, sie waren Zeugen des göttlichen Plans. Diese Erkenntnis war sowohl eine Bürde als auch eine Befreiung für sie. Und sie wussten, dass ihre Reise noch lange nicht zu Ende war. Die alte Welt war zerstört, die falschen Götter vergessen. Doch in ihren Herzen trugen die Auserwählten das Wissen um den wahren Gott und die Verantwortung, dieses Wissen an die neue Generation weiterzugeben.
Diese Verantwortung war sowohl eine Bürde als auch eine Befreiung für sie. Kapitel 9 – Die neue Welt. Eine Erde ohne die falschen Götter. 40 Tage und 40 Nächte wütete die Flut. Die Regenfälle waren unaufhörlich, die Winde tobten und die Erde bebte unter der Gewalt der Natur. Als das Wasser sich endlich zurückzog, war die Welt unkenntlich. Städte waren fortgespült, Berge zerborsten, Täler mit Wasser gefüllt. Die Überlebenden stiegen aus ihren Archen, Höhlen und Zufluchtsorten und sahen eine neue Welt. Noah baute einen Altar und opferte Gott, um seinen Dank auszudrücken. Utnapishtim blickte auf die endlosen Wasser und wusste, dass sein Volk von Neuem beginnen musste. Die Hopi dankten der großen Schlange für die Warnung, die ihnen das Überleben ermöglicht hatte. Jede Kultur bewahrte ihre eigene Erinnerung an die Sintflut, und jede Geschichte war ein Zeugnis der Zerstörung und des Neubeginns. Doch die Namen der falschen Götter lebten weiter. Sie wurden nicht mehr als Engel betrachtet, sondern als Götter, die eines Tages zurückkehren könnten. Die Menschen begannen Tempel für sie zu errichten, Statuen aus Stein zu formen, Geschichten zu erzählen. Die Welt war neu, doch die Saat der alten Geschichten war gesät. Diese Geschichten wurden von Generation zu Generation weitergegeben und die falschen Götter wurden zu einem festen Bestandteil der menschlichen Kultur. Epilog: Das Erbe der Sintflut. Jahrtausende vergingen. Die Welt wuchs wieder, die Menschen bevölkerten die Länder. Städte wurden neu errichtet, Zivilisationen blühten auf und die Menschheit machte Fortschritte in Wissenschaft, Kunst und Kultur. Doch die Erinnerungen an die Sintflut verblassten. Die falschen Götter kehrten nie zurück, doch ihre Namen blieben in Legenden erhalten. Zeus, Odin, Enlil, Kukulkan. Sie waren nicht tot in den Köpfen der Menschen, sondern warteten auf ihre Wiederkehr. Doch tief unter der Erde, in den Schatten jenseits der Zeit, waren die gefallenen Engel gefangen. Eingesperrt, wartend auf den Tag des letzten Gerichts. Sie waren in einer ewigen Dunkelheit gefangen, ihre Macht gebrochen, aber nicht vergessen. Und wenn die Zeit kommt, wird sich erneut zeigen, ob die Menschheit aus der Sintflut gelernt hat, oder ob sie ein weiteres Mal gereinigt werden muss. Die Prophezeiungen sprechen von einem Tag, an dem die gefallenen Engel wieder frei sein werden, und die Menschheit wird vor eine letzte Prüfung gestellt.